Müller, Rieke! Rieke! Lupfen jetzt! Ja! 5 Sekunden auf dem Platz! 5 Sekunden! Mach mich auf! 2:0 für Köln! Ja! 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 Lewandowski jetzt mit der Flanke in die Mitte, die kommt nicht schlecht. Schieber, Reus, Reus in die Mitte, wir machen rein. Tor, 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 Tor für Borussia Dortmund. 3 Momente für die Ewigkeit. Und Martin Bethke kann sie richtig festhalten, in den Händen halten, in den Erinnerungen blättern. Denn er hat die Stadionhefte zu allen 3 Spielen. Naja, genau genommen hat der BVB-Fan das Stadionheft von so ziemlich jedem Spiel der Borussia. Es ist schön, dann auch mal einfach, wenn man Bock, Zeit hat, so in diesen alten Heften mal zu schauen, zu blättern, eigene Erinnerungen von damals auch wieder aufleben zu lassen mit den Programmheften. Das ist so meine Passion. Nein, der 50-Jährige war nicht selbst bei all diesen Spielen, aber bei sehr vielen davon. Über die Jahre hinweg habe ich viele Leute kennengelernt, kennengelernt bei den Europapokal-Auswärtsfahrten. Es hat sich dann so ein Kreis gebildet, ein Sammlerkreis auch gebildet, und die versorgen mich dann, wenn ich nicht selber vor Ort sein kann, mit Programmheften, weil die wissen, Modi ist mein Spitzname, Modi braucht die Sachen, Modi sammelt die Sachen, und wir denken an Modi und bringen ihm die Sachen mit. Deshalb hat er in seinem Keller die Stadionhefte von allen Pflichtspielen des BVB seit 1969 und die meisten aus der Zeit davor. Wie viele es genau sind, weiß der gebürtige Dortmunder gar nicht. Irgendwas zwischen 2500 und 3000. Hier ist ein Programmheft von meinem allerersten Spiel, was ich live im Westfalenstadion erleben durfte. Das war 1978. Gegen den 1. FC Kaiserslautern. Ich kann mich noch erinnern, mit Ente Lippens, mit Kostede, die in der Mannschaft vom BVB gespielt haben. Ich sollte an dem Tag selber Fußball spielen. Ich war in der Jugend für das FC Brunninghausen. Aber weil ich das erste Mal mit Papa, mit Onkel, mit Bruder ins Stadion gehen durfte, habe ich das Spiel einfach sausen lassen, mein eigenes Spiel. Der Trainer war nicht sehr erbaut darüber. Das habe ich noch in Erinnerung. Dieser erste Besuch, das war so die Initialzündung, warum ich leidenschaftlicher BVB-Fan geworden bin. Und sein Lieblingsheft? So, das ist eins meiner schönsten, meiner wichtigsten Hefte. Das ist das Weltpokal-Endspiel gegen Cruzeiro Belo Horizonte aus Brasilien in Tokio. Besonders deswegen, weil ich selber in Tokio gewesen bin bei dem Spiel. Das Heft ist ein wunderschönes Hochglanzmagazin. Man kann zwar nichts lesen, weil alles auf Japanisch geschrieben ist, aber die Bedeutung dieses Spiels für mich ist unermesslich. Weltmeister, Weltpokalsieger zu werden, mit dem Verein das Höchste zu gewinnen, was es im Vereinsfußball gibt. Das war so, ist mein Highlight und eine wunderschöne Erinnerung an die 4 Tage in Tokio. Jedes Heft hat der Dauerkarteninhaber von der Südtribüne in Klarsichtfolie verpackt, damit sie möglichst unbeschadet bleiben. Die ersten Ausgaben aus den 50er Jahren kosteten noch 10 Pfennig und waren auf Zeitungspapier gedruckt. Und so haben sich die Stadionhefte des BVB verändert. Nach der aktuellen gelben Fußballvorschau kam 1969 das Borussen-Echo. Auf den BVB-Report folgte in den 80ern BVB Aktuell. Dann kamen das Borussia-Magazin, Borussia Aktuell und Die Echt. Und heute gibt's eben Borussia, das Mitgliedermagazin. Ein Heft sucht Martin Modi Bethke bis heute vergeblich. Die allererste Ausgabe, die Nummer 1 Ausgabe der aktuellen gelben Fußballvorschau. Weiß nicht, was ich dafür geben würde. Wenn ich sehen würde, würde ich wahrscheinlich durchdrehen und Haus und Hof verkaufen. Einige der Hefte hier wären anderen Sammlern 800 oder sogar 1000 Euro wert. Hefte aus Gelsenkirchen von alten Derbys zählen nicht dazu, eher Europapokalklassiker.
Wir finden trotzdem, das hier ist ein besonders wertvolles Exemplar. Shinji Kagawa, der Mann der ersten Minuten, schießt den Ball an Manuel Neuer vorbei. Ist das geil? Wir führen völlig verdient in der Turnhalle in Gelsenkirchen. Hoffentlich schreibt das nächste Stadionheft eine ähnlich schöne Geschichte.